Rund 1000 Kilometer Reichweite und das mit einem Elektroauto, das nur halb so viel kosten soll wie vergleichbar große E-Mobile. Was die kleine österreichische Firma Obrist verspricht, klingt nahezu märchenhaft. Sein Antriebskonzept, davon ist Firmengründer Frank Obrist überzeugt, könnte die Elektromobilität weltweit umsetzbar und erschwinglich machen. Wir waren immer daran interessiert, eine globale Lösung zu finden. Ortstermin in Lustenau am Bodensee. Dort vor der Firmenzentrale in Vorarlberg steht seit kurzem der erste fahrbereite Prototyp eines ganz neuen Hybridautos. Und so funktioniert sein Antriebsstrang. Ein Elektromotor an der Hinterachse treibt diese an. Bei Geschwindigkeiten bis zu 65 Kilometer pro Stunde kommt der Strom nur aus dem kleinen Akku im Kofferraum mit einer Bruttokapazität von 17,8 Kilowattstunden. Fährt das Auto schneller, schaltet sich der Zweizylindermotor vorne an. Er produziert bis zu 45 Kilowattstunden für den Antrieb und lädt dabei gleichzeitig die Batterie. Dieser Stromgenerator an Bord soll nur mit grünem Methanol laufen. Nur dann ist das Abgas CO2-neutral. Der entscheidende Faktor bei diesem neuen Hybrid fällt im begehbaren Modell sofort auf. Anders als in vergleichbaren E-Autos fehlt im Unterboden die große, schwere und teure Batterie. Und das ist ein Riesenvorteil, was das Gewicht angeht, was die Kosten angeht, was die Bezahlbarkeit vom Fahrzeug nachher auch angeht. Die Nano-Redaktion kann als erste überhaupt den Methanol-Prototyp fahren. Dass sich der Motor erst bei höheren Geschwindigkeiten zuschaltet, hören wir anders als in einem Plug-in-Hybrid nicht, sondern sehen nur im Display, wenn der Stromgenerator läuft. Das Fahrzeug fährt sich wie ein normales Elektroauto. Der Prototyp ist ein umgebauter Tesla Y. Das E-Auto, das seit ein paar Wochen auch in Grünheide bei Berlin vom Band läuft und rund 60.000 € kostet. Obrist hat kalkuliert, dass ein gleich großes E-Auto mit seinem Antriebsstrang bei einer angenommenen Produktion von 250.000 Fahrzeugen im Jahr etwa 21.000 € kosten würde. Nach eigenen Angaben ist er in Verhandlungen mit großen Autokonzernen weltweit. Im ehemaligen Felix-Wankel-Zentrum in Lindau will das Ingenieurbüro sein Konzept einer bezahlbaren E-Mobilität für die ganze Welt weiterentwickeln. Voraussetzung dafür: die Produktion von großen Mengen grünem Methanol. Aber wo soll der grüne Strom dafür herkommen? In Wüsten sollen dafür riesige Fabriken gebaut werden. Mit Photovoltaik und Elektrolyseuren, die aus Wasser Wasserstoff abspalten. CO2 soll direkt aus der Luft gefiltert und mit dem Wasserstoff zu Methanol verbunden werden. Dabei soll ein Teil des Kohlendioxids in festen Kohlenstoff verwandelt und so dauerhaft der Atmosphäre entzogen werden. Die Fabrik wäre eine CO2-Senke. Bis zur Verwirklichung dieses Konzepts scheint es ein weiter Weg, denn auch die politischen Rahmenbedingungen müssen stimmen. Wir haben mit der Technologie zum ersten Mal als Menschheit die Möglichkeit, dieses Problem, das wir selbst erzeugt haben, auch durch Lösungen, die wir selbst erfunden haben, nicht ich alleine, auch wieder zu lösen. Ist das wirklich realistisch? In Duisburg produziert ThyssenKrupp in einem Jahr 10 Millionen Tonnen Stahl. 30.000 Tonnen Kokskohle landen dabei jeden Tag in den Hochöfen. Dabei entstehen im Jahr 20 Millionen Tonnen CO2-Emissionen. Am Technikum erforscht das deutsche Carbon-to-Chem-Konsortium, wie man dieses CO2 recyceln kann. Professor Robert Schlögl hat eine industrielle Methanolproduktion aufgebaut. Die funktioniert im Prinzip so wie die mit CO2 aus Luft in der Wüste. Das Kohlendioxid hier kommt aber aus den Hochöfen. Weil die Methanolherstellung seit vielen tausend Stunden im Dauerbetrieb funktioniert, kann sie nach Überzeugung von Schlögl jetzt industriell skaliert werden. Aber kann man das auch in der Wüste und dabei CO2 in festen Kohlenstoff umwandeln? Schlögl spricht von einer Herausforderung, die aber lösbar sei. Ich halte die Idee für sehr sinnvoll, weil man auf die Weise auch den Kohlenstoffkreislauf schließen kann. Und man macht gleichzeitig was für das Paris Agreement, weil man ja dann netto einfach Kohlenstoff aus der Atmosphäre nimmt. Und das ist ja gut, weil auf die Weise hat man eine sogenannte Kohlenstoffsenke gebaut. Grünes Methanol ist ein sogenanntes E-Fuel. Ein synthetischer Kraftstoff, den Kritiker wegen der vielen Umwandlungsprozesse für problematisch halten. Batterieelektrische Autos hätten eine weit höhere Energieeffizienz.
Schlögl dagegen verweist auf den Energieverbrauch auch für Ladeinfrastruktur und Batterieproduktion. Und wenn Sie das dazu rechnen, dann ist das überhaupt nicht mehr effizient. Alle großen Autokonzerne setzen dennoch auf batterieelektrische Autos. Professor Werner Tillmetz hält das Obrist-Konzept für zukunftsweisend, obwohl er sich sein ganzes Berufsleben für andere elektrische Antriebe mit Brennstoffzelle und Batterie eingesetzt hat. Lange Jahre auch als Mitglied der nationalen Plattform Elektromobilität. Was die Firma Obrist macht, ist eigentlich so eine geniale Synthese von verschiedenen Themen, wo wir einfach Flüssigkeit tanken können, emissionsfrei fahren, elektrisch fahren können. Und das ist einfach so eine ganz, ganz faszinierende Option, die sich da aufgetan hat, die ich jetzt einfach vor einem Jahr kennengelernt habe und wo ich sagen muss, das ist stimmig alles. Die letzte Bundesregierung sah das ähnlich. Im Rahmen von Carbon to Chem hat sie Obrist als sogenanntes Technologieschaufenster für grünen Wasserstoff mit 10 Millionen € gefördert.